Hare Krishna, herzlich willkommen an diesem wunderschönen grauen Morgen hier an der Ganga. Heute möchte ich euch die Geschichte von Vamana erzählen. Vamana ist eine Inkarnation von Krishna und es ist so, dass Krishna ist für uns Gott und es ist so, dass Gott oder Krishna immer, wenn er gebraucht wird, in verschiedenen Inkarnationen auf der Erde erscheint. Und was die Inkarnation von Vamana mit der Ganges zu tun hat, das erzähle ich euch heute. Intro. Das wird jetzt mein Intro hier. Die Geschichte von Vamana. Doch bevor ich anfange, von Vamana zu erzählen, möchte ich kurz erläutern, warum ich sage, die Ganges. In unserer Tradition ist es nämlich so, dass alles eine Persönlichkeit hat oder alles eine Person ist. Und so haben auch die Flüsse Persönlichkeit. Und in den Geschichten, es gibt viele Geschichten über die Ganges. Und in ihr wird immer als eine Dame gesprochen. Eigentlich sind alle Flüsse Damen. Ich kenne keine männlichen Flüsse. Es sind alles weibliche Persönlichkeiten. Und deswegen sage ich die Ganges oder nicht wie sonst im Deutschen üblich der Ganges. So. Doch zurück zu Vamana. Die Geschichte von Vamana beginnt mit Bali Maharaj, einem König Bali. Und dieser Bali ist in einer Dämonenfamilie geboren worden. Typische Eigenschaften der Dämonen. Jetzt fängt die Puja für die Ganges an. Hier gibt es einen kleinen Ganges-Tempel. Wir machen jetzt Puja. Die Dämonen haben die typische Eigenschaft, sie wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Sie wollen die ganze Welt beherrschen und nicht nur die Welt, nein, das reicht nicht, oft auch das ganze Universum. Das heißt, die oberen himmlischen Planeten und natürlich die unteren höllischen Planeten. Und so, in so einer Familie wurde also Bali Maharaj geboren. Aber er wurde nicht in einer gewöhnlichen Dämonenfamilie geboren, er war nämlich der Enkel von Prahlad. Die Geschichte von Prahlad und Nrsimhadev habe ich auch mal erzählt als Hörgeschichte, findet ihr auch in diesem Kanal. So jedenfalls Bali Maharaj wollte die Weltherrschaft an sich reißen, beziehungsweise die Herrschaft des Universums an sich reißen. Und es gab viele Kämpfe mit den Dämonen und den Halbgöttern. Es ist immer so, dass sich die Dämonen und die Halbgötter, die bekriegen sich. Und in einem dieser Kämpfe wurde Bali Maharaj sogar getötet. Aber die Dämonen, insbesondere der spirituelle Meister der Dämonen, Shukracharya, hatte das Wissen, wie man tote Körper wieder beseelt, also wieder zum Leben erweckt. Und das geschah auch mit Bali Maharaj. Und nachdem er also gestorben war, wurde er wiederbelebt. Und dann wurde ihm von Shukracharya geraten, dass er ein riesengroßes Opfer ausführen sollte, um sehr, sehr mächtig zu werden. Das tat er auch. Viele Feueropfer wurden gemacht und diese Opfer waren so erfolgreich, dass aus den Flammen des Opfers verschiedene Geschenke für Bali Maharaj kamen. Es kam zum Beispiel ein Streitwagen, es kam eine Rüstung, es kam auch ein Bogen mit 2 Köchern. Und mit diesen mächtigen Waffen machte sich nun Bali Maharaj auf, das Universum zu erobern. Und so zog er los. Die Halbgötter auf ihren himmlischen Planeten, wie der Mond, die Sonne und auch Indra, der Herrscher oder der König der Halbgötter, hörte davon. Und besonders Indra suchte Zuflucht bei seinem spirituellen Meister und der sagte, Bali ist durch die Opfer, die er ausgeführt hat, so mächtig geworden.
es ist besser, wenn ihr im Moment flieht und ihm die himmlischen Planeten überlasst. Ihr habt im Moment keine Chance, dass ihr gegen Bali gewinnen könnt. Und so flohen die Halbgötter. Bali hatte dann ein leichtes Spiel. Er fand also die himmlischen Planeten bereits verlassen, weil der Ruf seiner Macht vor ihm vorausgeeilt war. Die Mutter der Halbgötter, Aditi, war darüber jedoch sehr betrübt, dass ihre Söhne, die Halbgötter, nun nicht mehr auf ihren Planeten wohnen konnten. Und sie wurde traurig und traurig und traurig. Und als ihr Ehemann, Kashyapa, aus der Meditation erwachte und Aditi besuchte, fand er sie sehr traurig vor. Und die Wohnung war total verlassen und überall fand er eine Stimmung der Trauer. Und so fragte er Aditi, was ist denn los? Und Aditi sagte, ja, meine Söhne wurden vertrieben von Bali und ich möchte, dass sie wieder hier nach Hause zurückkommen können. Doch im Moment geht es nicht. Und das Erste, was Kashyapa gemacht hat, ist, er hat seine Frau in spirituellem Wissen unterwiesen. Er hat ihr gesagt, dass es, er hat ihr den Unterschied erklärt zwischen materiellen Freuden, die vergänglich sind, und spirituellen Freuden, die ewig sind. Und ihre Söhne gehören eben auch zu diesen materiellen Freuden und das kommt und es geht. Und nun sind sie eben weg und Aditi sollte darüber jetzt nicht so betrübt sein, aber das half nicht. Aditi war natürlich sehr traurig, dass ihre Söhne nicht bei ihr waren und dass ihr Mann sie versuchte zuzupredigen, half in diesem Moment überhaupt nichts. Und Kashyapa merkte dies auch und gab ihr dann den Rat, sie solle bei Vishnu Zuflucht suchen. Er wies sie an, auch ein besonderes Opfer auszuführen, um Vishnu zufriedenzustellen, und er würde ihr dann helfen. Und das tat Aditi. Schlägt jemand mit dem Stock an die Brücke. So, Aditi hat nun also Zuflucht besucht bei Vishnu. Sie hat ein besonderes Yajna gemacht, ein besonderes Opfer ausgeführt. Sie hat zu ihm gebetet und tatsächlich, Vishnu erschien vor ihr und hat ihr versprochen, ich werde persönlich als dein Sohn auf die Erde kommen oder als dein Sohn erscheinen und dann die Halbgötter retten. Und so geschah es auch. Und wie ihr euch vielleicht jetzt schon denken könnt, dieser Sohn, der zu Aditi kam, war Vamana. Er erschien in einer wunderschönen Form. Wenn Gott auf die Erde kommt oder wenn Gott erscheint, ist es nicht so, dass er wie wir nackig auf die Erde kommt. Er kam geschmückt, er hatte goldene Gewänder an, er hatte Juwelen um den Hals, er war geschmückt, er war wunderschön. Nachdem er in seiner Vishnu-Form erschienen war vor Aditi, wandelte er sich nun in seine Vamana-Form. Und seine Vamana-Form ist die Form eines kleinen Brahmanas, eines kleinen Gelehrten, der in ein Rehfell gekleidet ist, der immer einen Schirm bei sich hat und einen Wassertopf und einen Stab. In dieser Form erschien er, beziehungsweise die verschiedenen Halbgötter haben ihm verschiedene Geschenke dargebracht, wie diesen Wassertopf, den Stab und auch noch anderes. So, Bali Maharaj war nun in Besitz der himmlischen Planeten, der niederen Planeten und auch der Erde. Und Vamanas Aufgabe war nun, Bali Maharaj wieder in die Schranken zu weisen, sozusagen. Er ging nun zum Palast von Bali Maharaj. Es wurden gerade Opferfeuer ausgeführt und Bali
sah den kleinen Vamana Brahmana erscheinen. Und Vamana hatte so eine leuchtende Ausstrahlung, dass alle sofort seine erhobene Stellung erkannten. Sie erkannten ihn nicht sofort als Inkarnation von Vishnu, aber sie erkannten an seiner Ausstrahlung, dass er auf jeden Fall ein sehr mächtiger Sohn eines Brahmanas sein musste oder ein Yogi, ein mächtiger Yogi. Und so standen sie alle auf, brachten ihm Ehrerbietungen dar, und Bali Maharaj fragte, was er denn dem Vamana geben könnte. Und Vamana antwortete: Ich hätte gerne 3 Schritte Land. Bali beherrschte das ganze Universum. 3 Schritte Land, das war nichts für ihn. Doch Vamana bestand darauf: Nein, 3 Schritte Land, das genügt mir. Okay, Zeremonien wurden ausgeführt und Bali versprach diese 3 Schritte Land. Doch dann kam Shukracharya, der spirituelle Meister von Bali Maharaj, und sagte: Oh oh, du kannst ihm diese versprochenen 3 Schritte Land nicht geben, denn dieser kleine Brahmana ist Vishnu. Er wird dir alles wegnehmen, alles. Daraufhin überlegte Bali Maharaj, was er tun sollte. Er hatte ein Versprechen gegeben. Es war eine Sünde, ein Versprechen nicht zu halten. Und er entschloss sich daraufhin, der Anweisung seines spirituellen Meisters nicht Folge zu leisten und lieber das Versprechen zu halten. Denn selbst wenn es stimmt, dass dieser kleine Brahmana Vishnu, also Gott ist, dann wäre es immer noch besser, von Vishnu alles weggenommen zu bekommen, als sein Versprechen nicht zu halten. Also sagte Bali Maharaj zu Vamana: Nun kannst du deine 3 Schritte Land haben. Daraufhin plötzlich wuchs Vamana. Er wurde größer und größer und größer und größer und größer und größer, und bald erkannte man nicht mehr, wo sein Anfang und sein Ende war. Und er wurde so groß, heißt es, dass er mit dem ersten Schritt die ganze Erde einnahm. Die ganze Erde mit einem Schritt. Dann wuchs er noch mehr. Und er wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Und mit dem zweiten Schritt konnte er das ganze Universum einnehmen. Mit dem zweiten Schritt. Bali Maharaj konnte zu diesem Zeitpunkt nun nicht mehr, wo Vamana angefangen hatte oder wo er aufhörte. Und mit einem riesigen Schritt gleitete nun Vamanas Fuß durch das Universum. Und es gibt eine sehr schöne Beschreibung von Vamanas Zehennägeln. Vamanas Zehennägel waren so schön, dass sie die Schönheit von Brahmaloka in den Schatten stellten. Brahmaloka ist der höchste Planet der Halbgötter. Brahma wird in unserer Tradition als der Schöpfer anerkannt. Also Brahma hat alles erschaffen. Alles auf dieser Welt hat er erschaffen. Und natürlich war sein Planet, dort wo er wohnt, auch wunderschön. Aber selbst die Zehennägel von Vamana waren viel schöner als der Planet des Schöpfergottes. Man kann sich diese Schönheit überhaupt nicht vorstellen. Normalerweise sind jetzt Zehennägel nicht so wunderschön, aber Vamanas Zehennägel sollen außergewöhnlich schön gewesen sein. Naja, jedenfalls Brahma sah nun auch diesen Fuß von Vamana und erkannte, dass dies die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und so machte er eine Abhishek zu den Füßen von Vamana. Abhishek heißt, er nimmt Wasser und badet die Füße und verehrt die Füße von Vamana. Auch ein sehr bekannter Ritus in unserer Tradition, dass man heiligen Persönlichkeiten die Füße wäscht. Und Brahmana tat dies nun also auch mit Vamana. Und es heißt, dass dieses Fußwaschwasser dann von Vamanas Füßen heruntergeflossen ist und hier auf die Erde gekommen ist.
Also es floss die verschiedenen Planetensysteme herab und landete dann hier als Ganges auf der Erde. Es ist eine Geschichte, wie die Ganges auf die Erde gekommen ist. Die andere Geschichte sagt, dass Vamana mit seinem großen Zeh die Bedeckung des Universums durchstoßen hat. Ein Universum ist eine, ja, kann man sich vorstellen, wie eine Blase im Ozean der Ursachen. Und Vamana hat nun diese Hülle zerstochen und dann kam das Wasser des Ozeans der Ursachen, kam dann hereingeflossen und ist als Ganga nun hier auf der Erde. Es gibt noch eine dritte Geschichte, die weiß ich gerade nicht, die auch den Ursprung der Ganga erklärt. Aber jedenfalls diese zwei Geschichten sind im Zusammenhang mit Vamana. Und die Erde war hatte ein bisschen Angst. Auch die Erde ist in unserer Tradition eine Persönlichkeit. Und Bhumi, die Erde, betete und sagte, da kommt das Wasser von den himmlischen Planeten herunter, von Brahma oder von dem Ozean der Ursachen. Wenn es auf mich draufknallt, das ist viel zu schwer, als dass ich das tragen könnte. Und so betete sie und so betete sie. Und dann kam Shiva und hat gesagt, keine Angst, ich werde das Wasser auffangen. Und so setzte er sich zur Meditation in den Himalaya. Und das Wasser der Ganges landete nun zuerst auf Shivas Kopf, der bremste seine Wucht und von Shivas Kopf floss es dann weiter den Himalaya hinunter und verbreitete sich so über die Erde. Und so, heißt es, ist die Ganges hier auf die Erde gekommen und fließt nun durch Indien und ein kleiner Arm fließt auch hier entlang Mayapur. So, was ist aber nun mit Vamanas drittem Schritt? Er hatte immer noch einen Schritt übrig. Er hatte nur 2 Schritte gemacht, aber keinen Platz mehr, wo er nun den dritten Schritt hinmachen konnte. Als Garuda dies sah, Garuda ist der Träger von Vishnu, er nahm sofort Bali Maharaj gefangen, denn er konnte sein Versprechen nicht halten. Und Bali Maharaj überlegte nun, ja, was mache ich? Ich habe doch 3 Schritte versprochen, was mache ich denn nur? Und er verbeugte sich vor Vamana und sagte, bitte Vamana, ich ergebe mich dir völlig, bitte setze deinen dritten Schritt auf meinen Kopf. Und Vamana war darüber so froh und er machte sich kleiner und kleiner und kleiner und setzte dann seinen dritten Schritt auf Balis Kopf. Und er war über Bali so hoch erfreut, dass er ihm dann auch noch, nachdem er ihm natürlich nun das ganze Universum wieder weggenommen hatte, gab er ihm aber einen Planeten, Sutala. Es ist ein Planet in den höllischen Regionen, der aber so wunderschön sein soll wie in den himmlischen Regionen. Und diesen Planet gab er Bali als Ort, wo er wohnen und regieren konnte. Und er sagte, ich bleibe bei dir als dein Torwächter. Und so sind Vamana und Bali auch noch weiterhin verknüpft. Das ist die Geschichte von Vamana, die Geschichte von Bali und die Geschichte, wie die Ganga auf die Erde gekommen ist. Mittlerweile ist die Ganga sehr hoch hier in Mayapur. Und überall rundherum, die ganzen Felder sind schon überschwemmt und die Ganga versucht nun immer näher und näher und näher an Radha Madhava heranzukommen. Es gibt Gerüchte von einer Flut. Mal schauen, wie weit die Ganga nach Mayapur in diesem Jahr hereinfließt. Hare Krishna. Hare Krishna. Gange! Jetzt, Papa, you come with me inside Ganga. Inside Ganga? So we jump in Ganga?